Hallo und willkommen in meiner Küche. Schokolade, Schokolade. Besonders bei schlechtem Wetter kann man einen Schokokeks besonders gut gebrauchen. Das tut nicht nur der Seele gut, der Backofen macht auch die Küche schön warm. In eine Schüssel gibt man die in Stücke geschnittene Butter. Dazu kommt der Zucker. Man nimmt am besten braunen Zucker, das gibt einen interessanteren Geschmack. Ich habe hier halb und halb genommen, das geht auch. Des Weiteren kommt noch Vanille dazu, in welcher Form auch immer, sowie eine Prise Salz, um den Geschmack abzurunden. In der Küchenmaschine verwendet man den Flachrührer. Butter und Zucker werden vermischt, dann kommt das Ei dazu. Alles wird weiter vermischt. Ziel ist es, dass sich der Zucker in Butter und Ei auflöst. Es kann sein, dass man den Inhalt nochmal vom Schüsselrand zurückkratzen muss. Und es ist ebenfalls möglich, dass die Masse so aussieht, als wäre sie geronnen. Das liegt daran, dass Ei und Butter sich noch nicht vollständig vermischt haben, da das Ei ja wasserhaltig ist und die Butter eben nicht. Aber das macht nichts. Jetzt wird das Mehl dazugegeben und untergerührt und voilà, alles passt. Nun kann die klein gehackte weiße Schokolade, das Backpulver sowie die klein gehackte dunkle Schokolade hinzugefügt und untergerührt werden. Das Mehl vom Schüsselrand wird noch kurz in den Teig zurückbefördert, aber der Teig ist fertig. Er kann jetzt sofort gebacken werden oder aber man kann ihn in eine Plastiktüte geben, schiebt den Teig wie gezeigt zusammen und rollt ihn auf und gibt ihn über Nacht in den Kühlschrank. Das hat den Vorteil, dass sich die Aromen der Zutaten entfalten können, was zu einem intensiveren Geschmack führt und außerdem wird das Gebäck mürber. Wenn man es sich irgendwie einrichten kann, sollte man versuchen, die Ruhezeit einzuplanen. Wer aber zu dieser Ruhezeit keine Lust oder Zeit hat, dem zeige ich gleich, wie man den Teig portioniert. Der Ofen wird auf 160 Grad Celsius vorgeheizt. Zunächst ist aber hier der Teig, der eine Nacht auf der Schönheitsfarm, genannt Kühlschrank, war. Wie zu erwarten ist der Teig nicht mehr so weich, da die Butter wieder fest geworden ist. Man nimmt ihn aus der Folie und kann ihn ganz einfach mit einem Messer schneiden. Die Teigmenge reicht für 12 große Kekse, wie man sie aus den Coffeeshops kennt. Die Rolle kann man sich also halbieren, die Hälften wieder halbieren, die Viertel anschließend dritteln und man hat 12 Teiglinge, die entsprechend auf dem Blech verteilt werden. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, findet ihr das Video später viel einfacher wieder. Danke! Die Backzeit beträgt 15 bis 20 Minuten bei 160 Grad Celsius in meinem Ofen. Sie kann variieren, also bitte aufpassen. So, jetzt geht es zu der eiligen Variante. Der Teig ist fertig und soll sofort gebacken werden. In diesem Fall ist es ratsam, den Teig mit einem Eiskugelportionierer zu bearbeiten. Auch hier gilt, bei einem Durchmesser von 4,5 cm kommt man problemlos auf 12 Kekse. Man kann in die Mitte noch eine Delle drücken oder auch nicht. Beim Backen laufen die Kekse etwas auseinander, sodass sich ein dünner Außenrand bildet. Das hat den Vorteil, dass sich ein knuspriger Rand bildet. Nach dem Backen lässt man die Cookies auf einem Kuchendraht auskühlen. Ich mache es immer so, dass ich jeweils 2 Schokokekse in Klarsichtfolie packe und dann einfriere. So bleiben sie schön frisch und man hat immer etwas Süßes zur Hand, wenn einem danach ist. Sie tauen im Handumdrehen auf und schmecken sehr gut zum Kaffee oder zur heißen Schokolade. Man kann mit ihnen auch ganz schnell ein tolles Dessert zaubern. Man nimmt einfach Obst nach Jahreszeit. Hier habe ich etwas Birnenkompott genommen.
Dazu passt hervorragend Schokoladeneis oder ein Schokomousse. Und je nach Hunger zerschneidet man einen halben Cookie pro Person, den man daneben legt. Schon hat man ein fruchtig, cremiges und zugleich knuspriges Dessert im Handumdrehen fertig. Vielleicht probiert ihr diese Schokoladenkekse ja einmal aus. Hier ist noch das Rezept. Schokocookies, 110 Gramm Butter, 110 Gramm brauner Zucker, Vanille, ein Ei, 175 Gramm Mehl, ein Viertel Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz, 50 Gramm weiße Schokolade, 75 Gramm Zartbitterschokolade. Viel Spaß beim Backen und wie immer, guten Appetit!